Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Da dies die erste Show im neuen Jahr ist, dachte ich mir, dass wir es heute Abend einmal anders machen und auf unserem Business Daddy YouTube schauen. Viele finden, dass die Luft bei YouTube rauer wurde, nachdem sich die Rahmenbedingungen für die Monetarisierung geändert haben. Konnte früher jeder monetarisieren, muss man seit 2018 mindestens 1000 Abonnenten haben und dazu mindestens 4000 Stunden der sogenannten Watchtime, also die Zeit, die die Videos auch geguckt wurden. Und nicht die Watchtime, die Christian Lindner am Tag damit verbringt, in einen Spiegel zu gucken und sich immer selber Küsschen zuzuschicken. Die Änderung hatte für viele zur Folge, dass sie nun nicht mehr mit ihren Videos Geld verdienen konnten. Ob das jetzt sowieso so sinnvoll ist, sei einmal dahingestellt. Das Ziel von unserem Business Daddy dabei war, damit vor allem zu verhindern, dass sogenannte One-Hit-Videos Einnahmen generieren können. Denn kein Werbepartner möchte bei einem Video eines Holocaust-Leugners, das gerade trendet, gezeigt werden. Einmal vielleicht abgesehen von Balsen. Und so stand unser Business Daddy vor dem Problem, dass seine Werbepartner gerne qualitativ hochwertige Videos brauchen für ihre Werbung. Nur genau diese Qualitätskontrolle hätte unserem Business Daddy einen Haufen Schotter gekostet. Also, warum das Pferd nicht von hinten aufzäumen und anstatt nun selber diese Qualitätskontrollen zu machen, hat unser Business Daddy das einfach mit der neuen Monetarisierung outgesourced. Denn dadurch, dass du eine Community mit 1000 Abonnenten aufbauen musst und du genügend Watchtime generierst, hast du bewiesen, die Qualität zu liefern, damit Business Daddys Werbepartner einen hochwertigen Ort haben für ihre Werbung. Und dafür hat YouTube noch nicht einmal einen Finger krumm gemacht. Aber bevor wir weiterreden über unseren Business Daddy, sollten wir gucken, wo YouTube gerade in diesem Moment ist, nicht dass er hinter mir auftaucht. Dafür haben wir keinerlei Kosten gescheut und dank unserer guten Freunde beim BND, der NSA und KFC haben wir Zugriff auf einen Überwachungssatelliten bekommen aus den 70er Jahren. Dementsprechend können wir sekundenaktuelle Dias sehen. Also schauen wir am besten gleich einmal, ob unser Business Daddy noch an seinem Schreibtisch bei Alphabet sitzt. Okay, da ist er schon weg. Können wir einmal zur Stechuhr schalten, um zu gucken, ob sich unser Business Daddy schon ausgestempelt hat? Ha ja, da ist seine abgestempelte Karte irgendwo. Ich hätte übrigens ehrlich gedacht, dass ein Unternehmen wie Alphabet, also Business Daddys Daddy, moderner da aufgestellt ist. Dann schauen wir einmal, ob unser Business Daddy schon bei seinem Auto ist. Haben wir ein Bild vom Parkplatz? Okay, das ist jetzt wohl das am weitesten entfernte Parkhaus, das es bei Alphabet gibt. Hätte nicht gedacht, dass Business Daddy YouTube bei Alphabet so unbeliebt ist, dass er auf dem Parkdeck Andromeda stehen muss. Aber das gibt uns die Zeit, erst einmal weiter zu reden und damit gleich über den neuen Zertifizierungsprozess, der da kommen soll. Erneut. Das neue System sollte eigentlich schon letztes Jahr eingeführt werden, aber als bekannt wurde, dass per se erst einmal jeder, der nicht wichtig ist, sein kleines Häkchen verlieren würde, wurde es nach einem PR-technisch überraschenden Aufschrei verschoben. Auf vermutlich jetzt gerade. Keinen Aufschrei gab es beim Kanal CSU von der CSU, denn da stellte sich heraus, dass die CSU noch das eine oder andere Kreuz mit so komischen Winkeln dran im Keller hatte. Business Daddy YouTube selber meinte, dass das Problem hinter dem bisherigen Verifizierungshäkchen ist, dass viele Menschen glauben, dass nicht nur der Kanal als echt verifiziert wurde, sondern auch dessen Inhalte. Wenn dem allerdings wirklich so wäre, dann müssten alle Deutschen wirklich zu blöde sein, sich eine ordentliche Linie mit einem Eyeliner zu ziehen, würde man zumindest Bibi oder Dagi oder Valulis als Maßstab nehmen. Der Hintergrund für ein neues Verifizierungssystem ist aber, dass unser Business Daddy sich damit einiger Altlasten entledigen wollte, nämlich Kanäle, die jetzt nicht so super werbefreundlich sind. Mit dem neuen System sollte es sogar so weit gehen, dass diese Kanäle dann auch bei den Suchen bevorzugt werden. Wobei ich ja dachte, dass das Problem bisher war, dass Leute das Häkchen für eine Validierung des Inhaltes gehalten haben. Das neue System, das das aber ändern soll, wird also nun bei Suchen die Inhalte der verifizierten Kanäle bevorzugen, egal ob deren Inhalte dann valide sind oder nicht. Ist das nicht in etwa so, als ob ich mir in das eine Bein schieße und damit das andere Bein nicht neidisch wird, auch nur das andere? Das neue System soll halt mehr Kohle reinbringen
und dabei vor allem aber die Großen bevorzugen, weil bei denen im Augenblick halt die Werbung am besten läuft. Nun unterdrückt man damit ja seinen eigenen Nachwuchs oder treibt damit noch mehr in fragwürdige Netzwerke. Aber schauen wir einmal, wo unser Business Daddy gerade ist, und dafür schalten wir noch einmal zu seinem Parkplatz auf Parkdeck Andromeda. Und wie es scheint, ist nun Business Daddy YouTube unterwegs nach Hause. Haben wir ein paar Bilder von der Autobahn, die er nun eigentlich nehmen müsste? Okay, das ist mal wieder ein echt mega fetter Stau. Hätte YouTube doch lieber den Shuttlebus genommen, den Alphabet all seinen Mitarbeitern anbietet. Haben wir davon auch ein Bild? Oh, da geht die Party ja richtig ab. Aber das bringt uns noch ein paar Minuten, bevor unser Business Daddy uns hier erwischt. Und reden wir über die Sache mit den Kommentaren. Für viele Kinderkanäle gilt ab demnächst, mit die Kommentar kommst du hier nicht rein. Denn hier will YouTube die Kommentarfunktion per se deaktivieren. Dabei werden diese Kanäle meistens von Eltern zusammen mit ihren Kindern betrieben. Das heißt, es gibt mindestens eine erwachsene Person, die dann ihren Eltern erklären kann, wie überhaupt YouTube funktioniert. Und wenn die Eltern das dann verstanden haben, werden Videos gepostet. Aber hier wäre es umso ärgerlicher, wenn man jetzt keine Kommentare mehr schreiben kann. Denn auch das gehört zum Umgang mit YouTube. Bullshit-Kommentare und Dislikes bis zum Get-No. Es gibt ja Eltern, die das ihrem Kind nun erklären können, damit es eben nicht in der Babyblase aufwachsen muss. Und ich hoffe noch heute, dass mir meine Mutter das auch mal erklärt. Nur wie sinnlos ist es dann, dort keine Kommentare mehr zuzulassen. Aber das passt auch zum anderen Punkt, nämlich dass YouTube immer häufiger Kommentare löscht, die nicht einmal ansatzweise schlimm waren. Bei mir war das auch mal, als ein Kommentar das Wort Pfütze beinhaltete. Da hat sich niemand verschrieben und das deutsche Äquivalent zum malaysischen Puki gemeint, sondern wirklich nur eine Pfütze. Also entweder aus Regen oder das, was sich immer unter Axel Voss sammelt, wenn die Printlobby sich für montags ankündigt. Und hier meine Frage. Lieber Business Daddy YouTube, wie soll ich einer Person antworten, die in einem Kommentar mich als dreckigen Juden bezeichnet, mit dem du übrigens gar kein Problem hattest, den durchzulassen? Aber meine Antwort darauf, dass ich noch nicht einmal dem jüdischen Glauben anhöre, dann löscht. Irgendwo ist dann doch da der Fehler in der Matrix oder aber du bist der Fehler in der Matrix, Business Daddy YouTube. Und das bringt uns langsam zum Finale. Aber davor sollten wir einmal schauen, was unser Business Daddy YouTube gerade macht. Und es sieht aus, als sei unser Business Daddy endlich zu Hause angekommen, denn hier steht sein Auto schon in der Garage. Nur wo ist Business Daddy YouTube? Können wir bitte einmal die Zimmer durchschalten? Okay, nicht in der Küche. Vielleicht im Arbeitszimmer? Oh, auch nicht. Vielleicht ist er im Umkleidezimmer? Auch nicht, aber die Kommode da. Können wir bitte einmal die Kommode besser sehen? Bei der ist das Fach offen mit seinen Gürteln und ein Gürtel fehlt. Oha, ich habe einen Verdacht. Schalten wir bitte einmal ins Schlafzimmer. Ach du heilige Scheiße! Ich hoffe, wir zensieren das alles hier, aber trotzdem beschreibe ich es einmal gerne. Business Daddy YouTube lässt sich gerade richtig ordentlich von seiner Business Daddy YouTube den Hintern versohlen. Und bevor es noch komischer wird, kommen wir lieber zum Finale. Also fassen wir einmal zusammen. Du musst die Qualitätskontrolle machen, damit YouTube dank dir Werbepartner mit werbefreundlichen Videos versorgen kann. Du musst nachweisen, dass du auch außerhalb von YouTube wichtig bist, willst du weiterhin zertifiziert werden. Das wiederum ist in etwa so, als ob die CIA zu einem Dschihadisten sagt, okay, Sie gehören also zum IS. Haben Sie dafür ein paar Beweise? Kann ja jeder sagen, vielleicht ein Link zu Ihrem LinkedIn-Profil oder ein Arbeitszeugnis Ihres vorherigen Arbeitgebers namens Al-Qaida. Wäre echt nett, wenn Sie uns dann noch ein paar Daten zuschicken könnten, nicht dass Sie drohen, den Falschen erwischen. Dann werden Kommentare deaktiviert oder gelöscht. Nicht, weil sie gefährlich sind, sondern weil irgendein Algorithmus einen tierisch an der Waffel hat. Wir alle hier sind für Business Daddy YouTube nur ein Kostenfaktor. Server sind nicht billig, dafür muss ein Business Daddy auch mal Überstunden machen. Aber du bist auch die einzige Person, die das wiederum ändern kann. Indem du zuerst
nicht so geil auf die Monetarisierung bist. Denn dann bist du nur Business Daddy YouTubes kleine Bitch. Du musst da draußen die Kohle ran schaffen und Business Daddy YouTube wirft dir dann nur ein paar Krumen zu. Aber wehe, du machst werbeunfreundlichen Content. Also warum dem hinterherhecheln? Denn das Business Baby hier macht es anders. Ich verursache YouTube-Kosten. Mit jedem View, mit jedem Abo, mit jedem Like und sogar noch mehr mit jedem Dislike und mit jedem Kommentar. Ohne dass Business Daddy YouTube damit etwas gewinnt. Aber es ist eben mein Job als Business Baby, dem Business Daddy tierisch auf den Sack zu gehen. Denn ansonsten hört sich Kritik von uns für unseren Business Daddy nicht anders an, als wenn Alphabet zu ihm an den Schreibtisch tritt und ihn wieder so voll labert. Also geh da raus und abonniere vielleicht den einen oder anderen kleineren Kanal, den du schon immer gut gefunden hast, und unterstütze den. Klar, kannst du auch mich weiter unterstützen und vielleicht in den Kommentaren schreiben, was du so denkst. Wir sind immer noch alle das Rückgrat von YouTube, denn bei 500 Millionen Kanälen mit steigender Tendenz machen wir immer mehr aus als ein paar von Business Daddy YouTubes Lieblingen. Mit uns verdient YouTube auch sein Geld. Und dass unser Business Daddy richtig viel Bullshit abliefert, hat auch Business Daddys Daddy Alphabet erkannt. Ansonsten hätte er nicht so einen beschissenen Parkplatz auf dem Parkdeck Andromeda bekommen. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.